Die 2021er Generation von Kaabe Wohnwagen, ja, das ist ein wirklich imperiales Fahrzeug. Es heißt auch so Imperial 780 Frontküche. Ich zeige mal gerade hier vorne für alle Fans des Googlens Imperial 780 TDL FK King Size. Und King Size sind wahrscheinlich 2,50 Meter Das Breite. stimmt. Ja. Das stimmt. Und ich habe den Peter mal wieder hier. Ich grüße dich ganz herzlich. Hi, grüße Sven. Hi. Und wir schauen Ja. direkt mal in den Gaskasten rein. Genau. Denn Meine Kollege zeigt gerade die Gaskasten. Das ist immer beleuchtet. Du siehst hier auf der linken Seite den Gasanschluss zum Grillen. Du hast einen Leckindikator und du hast Platz für 2 Gasflaschen. ja, das Ganze vielleicht nochmal, dass man versteht, was ist Kaabe. Kaabe, Fahrzeuge sind zertifiziert für ganz kalte und ganz heiße Temperaturen. Das heißt also, alle Fahrzeuge sind nicht nur winterfest, sondern arktisfest. Genau. Also man hat immer Komfort das ganze Jahr mit extremen Temperaturen. Und damit haben wir gerechnet, wir haben das getestet. Und alle Fahrzeuge sind gut für Camping machen zwischen minus 48 und plus 50 Grad. Die Unterschiede sind ziemlich krass. Wenn man hier verdunkelt, geht raus und es ist heiß und man hat die Klimaanlage laufen und kommt zurück, da ist immer noch kühl. Das heißt, es heizt sich nicht so schnell auf wie viele andere. So Ja. ist es. Ja, ihr arbeitet zusammen mit Alco, sehr stark, muss man sagen. Ja. ATC ist hier Pflicht, oder? Ist die serienmäßig natürlich. Ja. Das ABS quasi der Wohnwagenindustrie. Und hier vorne sieht man auch alle Korpusteile, die ihr gemacht habt. Hier vorne, da habt ihr Werkzeuge entwickelt. Das ist nicht nur ein Aufkleber drauf, sondern das ist gemacht für die Ewigkeit. Das ist gemacht für immer. So, hier unten sieht man so ein kleines Detail, der Beschlag. Das ist sexy, oder? Das sieht doch hübsch aus. Ne? Ja. So, man muss das einfach mal ein bisschen wirken lassen, denn die Menschen, die drin sind, die verbringen oft eine halbe Stunde in dem Wohnwagen. Zurzeit haben wir ja Corona-Zeit. Das bedeutet aber auch für euch, es darf immer nur ein Haushalt pro Fahrzeug rein. Ja, das ist so. Das sind diese Zeiten. Aber wir kriegen das hin. Das ist ein ganz besonderes Fahrzeug. Ich habe dich gefragt, wer baut den längsten Wohnwagen der Welt? Und du hast gesagt, Kaabe. Das ist Kaabe. Wir haben Wohnwagen bis zum 11,53 Meter Gesamtlänge. 11,53 Meter Gesamtlänge. Das Fahrzeug hier ist ein bisschen kürzer. Es ist außen ungefähr 9 Meter. Ja, 9,5 Meter. 9,5 Meter. Direkt mal auffällig ist, das ist ja mal eine Scheibe, oder? Das ist mal eine tolle Scheibe. Ja? Und nicht nur eine Scheibe, aber eine Scheibe von Dometic. Und du siehst auch, wenn ich das hochklappe, das ist stufenlos. Und es sind auch solche 2 Treppchen im Fenster, die dafür sorgen, dass das Fenster komplett abgedichtet ist, auch hier wegen dieser Gummi. Und da ist alles gerechnet, um die kalte Brücke natürlich so klein wie möglich zu haben. Zeig mal so ein kleines Detail. Allein der Rahmen hier, das ist schon, hat nichts damit zu tun, was man so kennt von der Campingindustrie aus Deutschland. Wobei man sagen muss, diese Fahrzeuge sind ja gebaut, dass sie auch unter kältesten Bedingungen, man hat ja in Skandinavien schon mal minus 20, minus 30 Grad im Winter. Das ist ganz üblich, ja. Das Blech ist 0,4 mm dick. Das klingt nicht so viel, oder? Das klingt nicht so viel, aber das ist das dickste, was verfügbar ist. Und das ist sehr, sehr dick eigentlich in unserer Branche. Stark ist auch, ihr habt es von beiden Seiten? Wir haben das alle Blech von beiden Seiten. Das hat einen Grund. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist natürlich Feuchtigkeit. Wenn wir das Blech von beiden Seiten haben, hat Feuchtigkeit keine Chance. Aber das Fahrzeug ist auch sehr stabil wegen dieser Technik. So, ich zeige mal gerade das Gesamtauftreten. Ihr habt eine neue Heckpartie, die ich so oder so ähnlich schon mal gesehen habe in eurem Wohnmobilbereich. Ist das die gleiche? Das ist fast es ist fast die gleiche. Von Optik her ist es fast die gleiche. Ist das das stärkste Modell, was ihr habt, Imperial? Ja. Ist es top? Das ist der Top-Liga. Wenn du mal gerade so lieb ist, die Fahne mal ein bisschen rüberholst, dann kann ich es mal zeigen. Denn es ist so schön, dass wir es wirklich komplett mal zeigen müssen. Ihr habt nämlich diese Optik 3D geformt hier oben mit einem speziellen Werkzeug. Das ist sehr aufwendig. Auch hier hinten habe ich keine Kältebrücken, nichts. Nichts, weil dahinter, das hier ist nur Optik. Das ist eine GFK
Lösung. Dahinter gibt es ein Band von Alublech wieder, was ich schon gesagt habe. So, die Kederleiste, die ist so versteckt, dass man sie gar nicht sieht. Das ist Ja, ist doch schön gemacht, ne? ja normalerweise in Silber, aber hier komplett reingelassen. Man kann sagen, ihr habt ein sehr schlichtes Design, das ist so. Ihr seid jetzt nicht sehr, sehr aufdringlich. Kaabe ist ein Mythos, kann man das sagen? Jemand, der einmal Kaabe gefahren hat, kauft immer wieder Kaabe. Ja, unsere Kunden sind sehr treu. Und das ist auch, wo es am meisten endet. Ne? Also unsere Kunden haben ganz viel Erfahrung, um Camping zu machen. Und die sagen jetzt, okay, wir sind ein bisschen älter vielleicht und wir sagen, wir gehen nicht mehr 3 Wochen in Urlaub, wir gehen 3 Monaten und dann kaufen wir jetzt ein Kaabe mit voller Ausstattung, mit allem Komfort. Und dann sind wir bei Imperial wirklich in der Liga, wo fast alles serienmäßig ist. Die Fahrzeuge gehören zu den teuersten Fahrzeugen der Welt, muss man Das sagen, im stimmt, Campingbereich. ja. Aber das hat einen Grund, denn man bekommt sogar für gebrauchte Kaabe ein kleines Vermögen. Ja, Das das ist auch richtig. ist wirklich so. Also ich habe mich mal bemüht, mal einen gebrauchten Kaabe mal zu finden. Es gibt ganz wenige. Es gibt ganz wenig. Hier nochmal zum Zeigen, Citywasseranschluss, Außendusche, serienmäßig, 5 Zoll Felgen, Fußbodenheizung hier? Fußbodenheizung natürlich. Klar. Alde, 3020. Alde kompakt, 3020, Fußbodenheizung, wassergeheizt, Konvektoren rundum, so So. wie wir das kennen bei Kaabe. Genau, wir gehen gleich mal rein. Eine Besonderheit ist hier die Frontküche. Die ist so phänomenal, dass man gar nicht mehr aus diesem Fahrzeug aussteigen möchte. Jetzt mal eine Frage, das fahrende Volk, was ja sehr, sehr stark bei Tabat unterwegs ist und bei, ich sag mal, bei Detlefs, haben die das schon entdeckt, Kaabe? Die haben auch Kaabe entdeckt und man sieht das auch, dass mehrere Hersteller, die gehen so in der Liga von Kaabe, die versuchen auch schöne Lösungen zu finden, was bei Kaabe schon lange da ist, so wie zum Beispiel diese Skifach. Das ist eine ganz schöne Sache, weil dieser Platz wird normalerweise nicht benutzt und so kann man doch eine ganz schöne... Skier, das heißt, hier kann ich Sonnenschirme reinmachen Genau. im Sommer, Ja. aber hauptsächlich Skier. Das heißt, ihr seid ja Wintersportspezialist. Wir sind im Wintersport, aber wie gesagt, das kann man doch auch schön für Golfclubs benutzen. Stimmt, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, ihr habt unglaublich viele Kunden aus den Niederlanden, so ist es. Ja. Das heißt, ihr habt auch Verkäufer, die Holländisch sprechen Die hier auf der Holländisch Messe. sprechen, die sind Holländer, genau. Denn in den Niederlanden, da ist das Fahrzeug wirklich unglaublich. So, du sperrst mal ganz kurz, ich zeige mal ein kleines Detail. Denn diese Fensterform, ich könnte ja einfach behaupten, ihr habt das Fenster einfach quer eingebaut. Ist das so? Das stimmt, ja. Aber das ist so geil. Ja, das ist schön, weil wir haben hier einen Grundriss mit einem Querbett, elektrisch. Ja. Und dann ist es noch schön, um hier dann die 4 Fenster zu haben, um auch mehr Räumlichkeit zu erfahren. Weil ihr habt es einfach nur quer eingebaut, aber es ist so genial, es sieht überhaupt nicht aus, als wäre es quer, oder? Nee. Genau, wenn du es mal gerade zumachst, dass man sieht von der Optik, das ist, es ist wie in einem Haus. Und ich zeige es mal gerade. Das ist außergewöhnlich, habe ich noch nie gesehen, die Optik. Richtig schön, ja. 2 Achsen, das ist natürlich hier Minimum, die man haben kann. Die Fahrsicherheit und das Fahren von dem Fahrzeug, wie ist das Fahrwerk? Seid ihr zufrieden mit Eiko? Auch da haben wir ein höheres Komfort, weil unsere Kunden fahren durch ganz Europa und das ist natürlich ganz wichtig, um Fahrzeuge zu bauen auf ein super Fahrgestell und das ist Alco. Dieser Wohnwagen hat ein Gesamtgewicht von 2,6 Tonnen, 2650 Kilo und dann hast du auch noch genug Zuladungsmöglichkeiten. Ja, 84.683 €, das ist für einen Wohnwagen der Qualitätsstufe schon Eine Nummer. haut de gamme, würde ich sagen, Ja. wie der Franzose sagt. Ja. Und hier sieht man auch die Aufbautür, das ist eine Eigenkonstruktion? Das ist eine Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. Aber du siehst hier natürlich auch ganz schön der Fenster in der Eingangstür. Und wahrscheinlich auch hier die Kältebrücke 0. Kältebrücke, naja, fast 0. Fast 0. Ja. Du bist wenigstens ehrlich. Ja, immer ehrlich. Ich werde mal das auch mal zeigen. Das ist auch serienmäßig bei Kaabe. Wir haben hier eine ganz schöne und praktische Elektrobox mit Beleuchtung.
eine Steckdose 230 Volt, wir haben 12 Volt, wir haben sogar auch in dieser Ausstattung beim Imperial auch die Anschlüsse für Lautsprecher außen. Also du kannst auch ganz schön Musik in dein Vorzelt haben. Ja, und schön, ihr habt eine Außensteckdose direkt integriert in der Box. Ja, jetzt auch wegen die kalte Brücke wieder. Ne? Jetzt die Beleuchtung ist natürlich, das ist nur eine Kleinigkeit, aber das habe ich noch nie gesehen in der Box. Kann man an- und ausmachen? Ausmachen. Toll. Und hier, guck mal, wie aufwendig schön das gemacht ist, die Kältebrücke hier, um die... So, ihr macht Tests mit den Fahrzeugen, das hast du mir erzählt. Das heißt, ihr stellt diese Fahrzeuge in eine Kältekammer, kühlt die runter auf minus 20 Grad und macht dann die Heizung an, oder? Ja, wir machen so, wir haben auch eine Regenkammer, einen ganz großen, wo das Fahrzeug, Reisemobil oder Wohnwagen wird ganz stark beregnet. Das sind 3000 Liter Wasser, was umgepumpt wird. Und dann ist das ist nicht für 5 Minuten, das ist für einen Tag und eine Nacht. Und dann ist unsere kalte Kammer vorbereitet auf minus 37 Grad oder noch niedriger. Und dann geht das Fahrzeug komplett nass, geht dann in dieses ganz große Gefrierfach. Und dann wird das getestet und geprüft. Ja, was ganz viele machen, die nehmen sogar richtiges Regenwasser, weil das viel weicher ist und das kommt in alle Ritzen rein. Ja. Ich kenne das von Ford, die haben so eine Regenwasserprüfanlage und die arbeiten wirklich mit echtem Regenwasser. Ja, das ist bei uns genauso. Ja. Wir sind auch in Schweden, also wir denken an die Umwelt. Und das ist auch ein Grund, dass wir nur Regenwasser benutzen. Das ist nämlich so weich, die haben mir erzählt, das normale Wasser, das kommt da nicht durch, aber das Regenwasser, Ja, das kommt unglaublich. überall rein. Ja. Ja, ja. Guck mal, das Fenster hier, wie schön das ist. Ja. Das ist ja krass, die Optik ist eine ganz andere, Ja, oder? das ist ein ganz andere. Vielleicht für uns als Hersteller eine Kleinigkeit, aber du siehst, was es so bringt. Ne? Das sieht aus wie ein Haus. Ja, Von außen sah es nicht so aus, aber hier drin, ihr habt dann, guck mal hier, Patricia, es sieht aus wie ein Haus. Es ist so schön. Also ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, man kann hier liegen und quasi an einem See oder Meer stehen und hat quasi die Aussicht aufs Meer oder aufs Wasser halt. Und das Ja, ist, aber nicht von einem Campingfenster, weißt du, es ist ja, anders. es ist einfach anders. Cool. Hier oben, gut, die indirekte Beleuchtung. Wir sind in einem Wohnwagen, der ist getestet bis, auch hier minus 48? minus 48 Grad, ja genau. Minus 48 und plus 50. Ja. Das habe ich ja gelernt von den Wohnmobilen. So, bevor wir die Küche zeigen, das ist natürlich, ich habe sie extra noch nicht gezeigt, um den Spannungsbogen nicht kaputt zu machen. Das Bett zeige ich gleich mal komplett, dann wird Ihnen Hören und Sehen vergehen. Das Denn ist auch so eine Sache, die Oberschränke, die haben die Gasdämpfer, sehr Ja. stark, Qualität. Aber du siehst hier auch, das ist alles durchdacht, weil die Kunden haben nicht die Möglichkeit, um die Sachen reinzulegen bis zum Wand. Es gibt hier immer so einen Abstand, eine Spalte, sodass die Luft auch zirkulieren kann. Weil das ist natürlich eine Heizung, die optimal ist, aber das geht immer zusammen mit Ventilierung. genau, ihr macht auch Tests, das heißt, ihr macht so Rauchtests, dass ihr sehen könnt, wie die Ventilation ist, natürlich mit Rauch, der nicht riecht. Ja. Und hier vorne habt ihr, das ist ein besonderes Detail, habe ich von außen gefilmt, ein eigenes Werkzeug habt ihr dafür entwickelt, für die Lüftung. Genau, serienmäßig bei allen Wohnwagen, weil es ist so schön, wenn du die Heizung anhast und draußen ist es zum Beispiel minus 20 Grad, dass du doch noch nachts hier dir ein bisschen frische Luft hast. Ne? Ohne dass einer einsteigen kann. Genau. Denn das Gitter ist natürlich, was mir immer gut gefällt bei euch ist, ihr habt normale Lichtschalter. Das erinnert auch so ein bisschen an zu Hause. Das Ja. heißt, ich habe keine Camping-Lichtschalter. Ich habe jetzt nichts gegen Campingschalter, aber so der Eindruck mit den Fenstern, das ist ja schon frech hier. Also das wirklich, die Fenster, ich kriege mich ja gar nicht ein. Und es ist so einfach. Es sind einfache Sachen, aber einfache Sachen sind auch sehr schön. So, ziemlich cool ist, ich zeige es mal gerade ganz kurz, ist das Heckbad. Denn das Heckbad spart unglaublich viel Platz im Innenraum. Ich muss es nicht seitlich anbringen, sondern ich habe eine unglaublich Tiefe im Wohnwagen, dadurch, dass ich ganz hinten bin. Ich kann es komplett zumachen. Komplett zumachen, du hast deine Privacy. Schön. Echt schön? Ja, ich habe hier richtig viel Platz. Wir könnten eigentlich sogar zusammen hier drin stehen. Nee, darf ich nicht. Ähm, Ach so, du meinst... Also so einfach nur, dass man sich das vorstellen kann. Und man hat hier super Ablagemöglichkeit, man kann hier die Handtücher aufhängen, eine riesen Dusche. Also wirklich, das ist Luxus, das ist echt cool. Patricia, geh mal kurz rein. Du bist Radiomoderatorin, muss man dazu sagen.
und studierst Journalismus. Bist 23 Jahre alt, richtig? Genau. 1,67 Meter groß. Genau. Und ich hatte mit Camping eigentlich noch nie was zu tun. Das ist jetzt Tag 7 der Messe und ich habe schon einiges gelernt. Allerdings muss mir jetzt mal der nette Herr verraten, wie diese Dusche aufgeht. Der Peter. Ja, auf der Seite. Einfach ziehen. Einfach ziehen. Ne? Ja, das soll gehen. Also das kommt, ja, ziehen. Warte mal. Okay, ich dachte, das wäre zum Schieben. Okay, verstehe. So, wir haben nämlich die Patrizia nicht nur wegen ihrem hohen Intelligenzgrad eingestellt, sondern auch wegen ihrer Körpergröße, damit alle sehen können, wie groß es ist. Richtig groß. Richtig groß, gell? So, das ist. So, ich zeige es mal gerade ganz kurz. Hier vorne habe ich so eine Feinsteinzeug-Optik noch mit drin. Und ja, hier hinten habe ich dann nochmal so ein ganz kleines, ich sag mal, Rost mit drin, dass ich da auch richtig draufsteigen kann. Und die Ablagefächer, aber das sieht cooler aus da hinten, oder? Das ist echt richtig gut. Genau, hier ist eine Glastür mit drin. Dann habe ich natürlich in so einem Heckbad habe ich richtig viel Platz. Warte mal ganz kurz, ich gehe mal gerade rein. Der Handtuchhalter darf nicht fehlen. Das ist schon toll gemacht. Genau, elektrischer Handtuchtrockner, serienmäßig. Elektrisch? Elektrisch, ja. Du hast hier einen Schalter da unten. Kannst du einschalten, da wird es Siehst rot. hier auch rot. Ja. Und dann wird es elektrisch geheizt. Auch hier die Oberflächen, das ist alles nicht so, ist es nicht so verspielt. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich die Modellwechsel bei euch, die sind sehr behutsam, oder? Von Jahr zu Jahr. Ja, du kannst vielleicht sagen, dass wir ein bisschen konservativ sind. Wir wollen auch nicht, dass wir jedes Jahr unsere Fahrzeuge ändern, weil auch für die Kunden, die so ein tolles Fahrzeug gekauft haben, da wollen wir doch auch nicht, dass sie eigentlich ein altes Modell haben. Und was gut ist, muss auch so bleiben. So, da ist eine Glastür dazwischen. Das ist cool, die kann man gar nicht sehen. Das ist krass, ihr habt eine einzige Scheibe reingemacht, das ist sehr edel, oder? Ja. So, und da gibt es einen Trick, nämlich das Scharnier, das Gelenk ist nämlich nicht ganz an der Seite angeschlagen, sondern ungefähr bei 10-15% und deswegen öffnet es so genial. So genial. Da hast du kein Problem mit den Schränken und du hast immer noch genug Platz, um einzusteigen. Da hat echt viel Platz. Da oben drüber, das habe ich schon gelernt, das ist kein Lautsprecher, sondern tatsächlich die Abluft. Genau. So, und jetzt zeige ich euch mal, das war nämlich der Grund, das ist das französische Bett. Ist das ein französisches Bett? Das ist, wir sagen Querbett, Queensbett, Queensbett. quer hingestellt. Warte Das mal. funktioniert dann auch elektrisch. Ja. Also jetzt hast du dann die Möglichkeit ins Bad zu gehen, aber nachts legst du das ganz schön gerade und dann hast du ein Bett von 2 Meter Länge. Ist das auch so, dass wenn es hochgestellt ist, kann ich ja besser lesen und Fernseh schauen? Natürlich, ja. Okay, das heißt, ich kann es hochgestellt benutzen. Ja, sicher. Das geht sehr hoch? Ich frage mal. Wir gucken mal, Wir gucken mal, wie weit es geht. Aber es reicht so, dass wir auch hier vorbeigehen können und dass es auch noch immer bequem ist ins Bett. Guck mal, wie schön das ist. So, das Schöne ist, wir haben keinen Slide-Out. Das heißt, diese Breite erreiche ich durch wahrscheinlich perfekte Ausnutzung der Innenmaße. Von Innenmaße, genau. So, und das ist so, warte, ich gehe mal gerade ganz nach hinten, denn der Wohnwagen ist richtig krass lang. Und hier haben wir ein tolles Bett, Queensbett. Und hier kann man auch noch ziehen. Kann man zumachen? Das heißt, wenn ich jetzt Gäste empfange, wenn es draußen nicht so schön ist und ich nicht will, dass die jetzt irgendwie auf mein Bett sehen, dann kann ich hier einfach zuziehen. Genau. Dann ist aufgeräumt, richtig? Ja. Und dann habe ich eine richtige Stube hier. Das heißt, ich habe 3 Räume. Ich habe einmal mein Bad getrennt, Ja. den Wohnbereich getrennt, habe hier Gäste, die ich einladen kann. Sicher. Guck mal, wie viel Platz du hast. Du hast da in der Mitte noch den Trockenschrank. Ist das vielleicht noch etwas? Das ist der zu zeigen? Trockenschrank, ja, zeig mal. Das ist ein Detail, das kenne ich aus den Wohnmobilen schon, hast du mir gezeigt. Ein, glaube ich, einzigartiges Detail, oder? Ja, und sehr wichtig auch, weil das auch mit diesen niedrigen Temperaturen benutzt werden kann. Und dann hast du natürlich mit Schnee oder Regen hast du nasse Kleidung, welche man das hier trocknen kann. Schönes Detail ist, ihr habt in die Stange eine LED-Leiste eingelassen. Das ist natürlich genau der richtige Ort, oder? Genau. Das sind so diese Sachen.
Da ist uns das Ausgleichsgefäß, alte Fußbodenheizung, ihr schwört auf Fußbodenheizung, gibt nichts Besseres. Gibt es nichts Besseres. Das ist wassergeheizt mit diesen Konvektoren rundum und so haben wir eine optimale Heizung, eigentlich noch besser wie zu Hause. Das ist Wahnsinn. Also das ist die Trockenkammer quasi. Ja, das ist eine Trockenkammer. So. Da unten findest du auch die Heizung. Ein Prototyp? Ja, also die Verkabelung, ganz ehrlich, das könnte man besser gemacht Stopp, haben. ich zeig mal, es ist ein Prototyp jetzt wirklich. Also es ist so. Ah so, ja, oh, ja, okay. Alles klar. Ja. Nee, es ist ein Prototyp, den wir hier haben. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich diesen Wagen für die Messe fertig ja, gemacht? Genau, ja. Okay, verstanden. Also dass man das auch erklärt. Not for commercial use, ja. Sehr schön. Das hast du gesehen, ich noch gar nicht. So, ihr seid ja auch ALDE-Partner. Das heißt, also ich kann mir vorstellen, dass das ALDE unglaublich glücklich ist, dass sie euch haben mit minus 48 Grad. Das geht natürlich an die Grenzen. So eine 30-20, die kommt hier schon an die Grenzen bei der Länge, oder? Ja, aber auch noch längere Fahrzeuge, das kriegen wir zusammen mit der ALDE hin, mit der 3020 und wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit der ALDE schon 10 Jahren und wir haben für dieses Jahr auch eine Neuheit, wobei wir serienmäßig in der Imperial die Möglichkeit haben, um die Heizung zu trennen. Also du kannst sagen, ich will jetzt die Heizung haben im Schlafbereich oder im Wohnbereich. Okay, wie das ist bei den ganz großen Linern, da ist das glaube ich auch getrennt, da gibt es einen extra Thermostat, den man machen kann. Ihr habt auch noch eine Besonderheit, es gibt eine neue Klimaanlage von Dometic, die sehr leise ist, die ist viel leiser wie die vorhergehenden. Wir arbeiten sowieso ganz viel zusammen mit Dometic, ganz viele Teile von einem Kabel sind von Dometic. Und das wird auch alles dann gesteuert über das Bedienpanel, was ich dir dann noch später zeigen werde. Ja, so schön eingelassen hier ist das drahtlose Laden, was jetzt so langsam die Leute erreicht. Hier könnte ein Fernseher montiert werden, die werden aber bis zum Finale nicht montiert. Schön ist auch das Audiosystem, was ihr eingebaut habt, das ist goldig, oder? Das ist goldig und wir haben serienmäßig eigentlich ein Home Cinema Set mit Lautsprecher im Schlafbereich, hier vorne im Wohnbereich mit Subwoofer, also von aller Komfort serienmäßig. Toll, ja. Ja, die Klimaanlage hat es mir angetan. Sie ist viel leiser geworden, das habe ich gehört. Ja, mit denn Beleuchtung auch. mit Beleuchtung. Weißt du, was mir es angetan hat? Was denn? Die Küche. Ja, ich will sie doch noch nicht zeigen, weil stark sind die Lautsprecher. Ihr habt es geschafft, die Lautsprecher so zu versteckeln, dass man sie gar nicht mehr sieht. Die sind perfekt integriert. Ja, die sind integriert. Und wo sind sie? Hier auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Da sind sie nämlich drin. Genau. Und das Soundsystem ist wirklich klasse, oder? Das ist klasse, ja. Und sie sind ganz dezent, man sieht sie gar nicht. Ja, du sprichst immer, Carbe ist konservativ, aber das hier ist doch nicht konservativ. Nee, das ist auch nicht konservativ, aber ich meine damit, dass wir nicht für nächstes Jahr wieder ein ganz neuer Imperial 87 haben mit ganz neuen Farben, weil wir bleiben bei unserer Qualität und auch in das Interieur soll das eine Harmonie sein. Ja, die Leute, die reinschauen, die sind ganz begeistert. Hier vorne, ihr habt indirektes Licht. Hier ist wieder der große Dometic, wo ihr die Wand vorne, die könnt ihr selber designen. Da habt ihr was reingemacht, was ganz edel ist und was toll schimmert, wenn man so hin und her fährt, oder? Lässt sich sehr leicht reinigen. Ja, auch das. Ja. Und keine Fingerabdrücke, weil es Keine ein bisschen matt ist oder wenig. Ja, und du kennst das wahrscheinlich, auch bei Carbe haben wir die Möglichkeit, den Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Jetzt im Sitzbereich oder von der Küche. Das ist doch genial. Oben das Gefrierfach von beiden Seiten. Das ist natürlich, wenn ich jetzt hier sitze, wenn ich mal kurz hinsetze, Patricia, hier unten auf die Ecke. Ja, mach mal. Und dann könntest du nämlich theoretisch einfach mal an den Kühlschrank ran und dann den kleinen Prosecco rausnehmen. Genau, so ist es. Oder den Orangensaft. Und weißt du, was dann auch noch so schön ist? Wenn du in die Mitte gehst, Patricia, dann hast du da unten, führst du vorne einen Hebel, das kannst du so ganz schön nach vorne schieben. Dann hast du eine Slide-Out. Guck mal, dann kannst du nach vorne schieben und dann sitzt du dich ein bisschen mehr nach unten. Genau so, siehst du? Ah, ich habe eine Beinverlängerung. Ja, eine Beinverlängerung, aber auch, du merkst auch in den Rücken, genau, wenn du so sitzt, dann hast du doch noch ein bequemeres Gefühl. Ne? So, und da ist sie, Peter. Das ist die Küche. Das ist die Küche. Warte mal, ich zeige sie mal komplett. Also was besonders auffällt ist,
dass es überhaupt nicht aussieht wie ein Wohnwagen. Ich habe Stehhöhe, ich habe 2 riesige Fenster. Es könnte auch ein Loft sein, eine Eigentumswohnung mit Seeblick. Ja. Und ich glaube, das ist doch das, oder? Was alle Frauen haben möchten und Männer. Also ich koche eigentlich so gut wie nie, aber da würde ich kochen, ja. Genau, wir gehen mal kurz vorne hin. Tedford hat es euch angetan, hier bei den Appliances. Denn ihr seid sehr, sehr zufrieden mit Tedford? Wir sind sehr zufrieden, weil anders hätten wir das natürlich nicht eingebaut in unsere Fahrzeuge. Und du siehst, wie schön, zweimal Induktionsfeld, zweimal auf Gas, ein Kochfeld. Und dann da unten ein Gasherd mit Backofen und Grill. Solange du 230 Volt hast, wird dieser Ofen auch belüftet. Und dann hast du einen Lüftungsgrillofen. Ja, toll ist auch, ich habe einmal Induktion, habe ich nicht mehr so viel Energie, dann kann ich auf Gas ausweichen. Ja. Und Autarkie, ist hier die Möglichkeit, Batterien einzubauen? Einzubauen, aber sind schon serienmäßig. Sind schon serienmäßig. Natürlich. Ist das Lithium schon für euch ein Thema? Im Moment, das Einzige, was uns noch davon hält, ist Preis. Und wir brauchen es im Moment noch nicht. Wir arbeiten mit AGM-Batterien und das reicht für das, was wir brauchen. Gut, ihr habt ja Zuladung hier. Das heißt also, der hat eine ordentliche Zuladung. Genau. Und AGM-Batterien sind im Moment, wenn man aufs Gewicht nicht gucken muss, auch eine tolle Alternative, sind sehr günstig. Ich kriege sie überall. Ja, aber wenn du in einem Wohnwagen 700 Kilo Zuladung hast, dann ist das nicht ein großes Thema. Bitte nochmal wiederholen. 700 Kilo Zuladung, ja. Bitte nochmal aufmachen, Patricia, die Ecke. Das da? Ja. Guck mal da. Das kannst du ausdrehen. Okay. Aber ich kann Guck mal so. Kannst du das? Ah! Warte mal, kurz, dass ich sehe. Das ist ja wie zu Hause, oder? Wie Das zu heißt, Hause. ist jede Ecke genutzt. Ja. Und cool, da unten sind die Wärme, die Heizleitungen drin. Ja, alles ist geheizt. Alles ist geheizt. Jede Ecke, oder? Jede Ecke rundum, Ihr habt die Heizschlangen überall verlegt zunächst, oder? überall verlegt. Und du siehst vielleicht auch, wenn ich das noch einmal öffne, dann siehst du auch, vielleicht da oben siehst du diese Kabel und auch Wasserleitungen. Und die sind direkt oben diese Heizung. Also es kann auch nicht gefrieren. Ah, ich sehe, da vorne ist der City-Wasseranschluss, der ist auch beheizt dann quasi. Ist dann auch beheizt und was wir auch haben, sind natürlich diese Frischwassertanks und Grauwassertanks, die serienmäßig sind und die sind innen verbaut. Wo sind die? Wir haben, das ist abhängig von der Grundriss, aber wir haben hier den Frischwassertank. Aber wenn ich das richtig habe, haben wir unter das Bett hier den Grauwassertank. Den Grauwassertank. So, ich guck mal gerade. Und das siehst du da. Das ist der Grauwassertank. Das ist der Grauwassertank. Und auch hier ist überall die Heizung verlegt. Und hier habe ich noch Stauraum, den ich dann 700 Kilogramm Zuladung. Und du siehst hier auch gerade diese Doppelboden, die dafür sind, dass die warme Luft auch zirkulieren Ich zeig das kann. mal gerade. Ja. Da oben. Du siehst hier, dass es ein Doppelboden ist. Ah ja. Das heißt, unten drunter ist die Fußbodenheizung, richtig? Ja, das ist natürlich im Boden, aber weil wir die Zirkulation haben von der Heizung, brauchen wir auch Spalte überall, bei allen Schränken, aber auch unter das Bett. Wenn du mal gerade so lieb bist, mal hochhältst, wie das unten drunter ist, unter dem Bett, das Lattenrost, dass man das mal sieht. Ja, du meinst das hier? Ja, genau, wie schön das gemacht ist. Aluminium und Lattenrost. Lattenrost und die Matratzen haben immer einen Topper bei euch. Ja, immer ein Topper für extra Komfort. Du siehst hier vielleicht hinter dir auch serienmäßig ein Staubsaugsystem. Kennst du das? Nee. Das haben wir bei Kabe auch immer. Und dann ist es ganz einfach, um dein Fahrzeug zu saugen. Der Vorteil ist, ich habe keinen Dyson rumstehen, der sehr sperrig ist. Ja, das stimmt. Einfach einen Schlauch gibt es dann natürlich dazu und dann funktioniert das. Und das ist genau in der Mitte vom Wohnwagen, sodass ich überall rankomme, richtig? Genau. Patricia, geh mal kurz da vorne hin. Mach mal die Pose-Präsentation. Das könnte Ihre Küche sein. Die ist schön, oder? Sehr schön. Man muss sie echt mal wirken lassen. Da unten ist jetzt eine Mikrowelle drin. Unten eingebaut? Ja. Und da gibt es diese Mikrowelle.
Ich glaube, das ist auch klasse, wenn ich Kinder habe und will mal schnell was warm machen. Ja. Äh, Dann siehst du auch, das ist so eine schwedische Sache. Das bauen wir nicht ein in einen Oberschrank oder so, weil das ist auch schwedisches Gesetz. Die hat auch gesagt, oben geht nicht, ist nicht erlaubt, weil wenn man dann Suppe hat, dann kann es natürlich von oben nach unten rausfallen und das ist gefährlich. Also bei uns immer Mikrowelle da unten. cool, ein schwedisches Gesetz. Aber es macht Sinn. Das heißt, in Schweden ist ja alles ein bisschen anders, In richtig? Schweden ist es ein bisschen anders, genau. In Holland auch. Und Deutschland auch. Europa und das Thema England. Ich glaube, ihr seid sehr beliebt auch in England mit Kabel. Wir geben Gas in England, also das ist für uns ein ziemlich neuer Markt. Das sind natürlich auch andere Kunden wieder, was du gerade gesagt hast, auch eine andere Mentalitäten. Man braucht auch andere Grundrisse. Also das wird noch eine dauern. Sache und das wird noch ein bisschen dauern. Genau. Ja, ihr habt ein neues Bedienpanel, was ich aus den Wohnmobilen kenne, habt ihr hier jetzt auch verbaut. Ja. Das heißt, Ich werde hier mal zeigen, du hast hier einen Hauptschalter, wo alles ausgeschaltet wird. Und dann ganz interessant, dann bleibt diese Zeltleuchte mit Bewegungscenter bleibt dann eingeschaltet. Ich kann es auch ausschalten. Jetzt habe ich es ausgeschaltet. Man kann auch diese Bewegungssensormelder kann man separat einschalten. Und jetzt ist es auch so gemacht, dass wenn jemand vorbeiläuft draußen, dann geht diese Deckenlampe oben das Bett an. Also wenn du schläfst und dann geht die Deckenlampe an und dann weißt du, oh, jetzt habe ich etwas draußen stehen. Besuch. Besuch. So, stark. Jetzt werde ich es wieder anmachen und dann siehst du, dass auch die Deckenlampen dimmbar sind, indirekte Beleuchtung dimmbar und die Beleuchtung auch im Küchenbereich. Ja, das Ganze ist sehr leicht zu bedienen. Ihr habt das selbst entwickelt zusammen mit Dometic, richtig? Ja, das stimmt. Ja. Ja, rundum ein sehr gelungener Wohnwagen mit einem riesen Ausguck, mit 3 getrennten Bereichen. Der läuft gut, der Wohnwagen? Der läuft sehr gut. Wir haben das Modell mit dieser Frontküche seit 2 Jahren und wir haben schon unglaublich viele verkauft. Das ist wirklich so, ne? Ja, das ist wirklich so, ja. Ah, hier, das Mülltrennsystem. Das ist wirklich so. Diese Frontküche kommt sehr gut an. Und wir haben bei Kabe 212 Grundrissen. Das sind ganz, ganz viele, aber das ist wegen unserem Flexline-System, wobei wir arbeiten mit verschiedenen Modulen. Aber dann sehen wir, von diesen 212 sind diese Frontküchenmodelle sind ganz, ganz beliebt. Die werden am meisten verkauft. Thema Mova, gibt es ab Werk? Oder Ja, natürlich, ja. ist es serienmäßig wahrscheinlich? Nee, nicht serienmäßig, aber wir haben ab Werk den Truma XT Mover. Ist das Thema hydraulische Hubstützen ein Thema bei euch? Natürlich, ja. Also Weil ich glaube, bei der Länge, bei der Länge und auch die ein Kabel kauft, die sagt, ich muss unbedingt einen Mover haben und auch zum Beispiel ein EEP-System, was viel eingebaut wird. EP, ich glaube auf 6 Punkten, richtig? Ja, das stimmt. Genau. Ja. Ist in der Mitte. Ja, ich habe es gefilmt vor kurzem und es ist von Geisterhand, stellte sich gerade, man muss nichts mehr machen. Mit dem Mover fährt man das Ding hin und man ist auch mit dem hier der Star auf dem Campingplatz, oder? Mit der Genau. Frontküche. Ja. Das ist so. Die Leute kommen gerne vorbei. Es ist ein sehr, ich sag mal so, jetzt nicht so luxuriös, sondern es ist einfach etwas, was man nicht hat. Direkt am Eingang, wie cool, habe ich nochmal einen Schrank, wo ich meine Kleidung aufhängen kann. die Jacken aufhängen kann. Und hier vorne so ein kleines Detail. Hier kann ich die Gewürze reinstellen. Hier habe ich meinen Router, LTE-Router mit drin. Hier vorne habe ich, wie cool. Auch die Verarbeitung, ihr könnt alles öffnen. Das ist noch ein Prototyp im Moment, aber auch hier für die Messe alles perfekt, oder? Alles perfekt, so soll es sein. So, die Flächen hier hinten ganz hochglanz, leicht zu reinigen, alles sehr glatt. Ich glaube, das kommt den Leuten sehr entgegen. Und natürlich eine Augenweide, diese Kombination. Ich glaube, da gucken die Leute wirklich, oder? Das ist wie zu Hause. Die wollen natürlich das angreifen und sehen, wie es aussieht und wie es fühlt. Und darum sind wir hier auf der Messe. Schön. Peter, was ist deine Aufgabe bei Kabe? Ich bin zuständig für Deutschland, Österreich, Schweiz und der Benelux. Und wie gesagt, wir sind auch unterwegs in England. Also ich habe noch so einiges zu tun, aber es macht richtig Spaß. Das ist auch der Grund, dass ich bei Kabe bin. Und guck mal, was für eine schöne Produkte wir haben. Und du bist schon wie lange bei Kabe jetzt? Ich war erst Kunde bei Kabe seit 2003. Kunde, weil wir waren Generalimporteur von unter anderem Kabe. Und seit 2013 arbeite ich für die Firma Kabe. Also ich kenne Kabe für 17 Jahre jetzt.
Und wie ist da so die Firmenkultur in Schweden? Ich sage immer so, wir Holländer und auch die Deutschen, wir machen so ein bisschen Stress, auch wegen Urlaub. Also das muss auch sein, wir verkaufen teure Produkte, also wir müssen viel machen. Und in Schweden kennt man keinen Stress. Das ist wie der Klima, das ist immer ein bisschen mehr entspannter. Und das ist auch meine Aufgabe, um auch Schweden zu erklären, dass es hier vielleicht ein bisschen anders läuft wie dort. Aber vielleicht machen wir auch etwas falsch, weil wenn du so leben kannst ohne Stress, dann machen wir es vielleicht mal falsch. Finnland, ist das ein starker Markt für euch? Sehr stark auch, ja, natürlich. Wir sind sehr stark in Norwegen, Schweden und Finnland. Russland? Noch nicht, vielleicht kommt es noch. Lapinkulta sagt man in Finnland, glaube ich. Ah, ja? Die haben noch weniger Stress. Okay, ja. Die machen sich, glaube ich, überhaupt keinen Stress. Ja, Okay. das in Lappland war ich mal und da könnte man bei minus 48 Grad ja jetzt hier verweilen. Ja, und damit gehen wir mal raus, machen die Abmoderation. Viele Leute warten auch schon wieder. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Modell. Das Coole war, wir konnten jetzt mal mussten abschließen wegen natürlich der Vereinzelung bei Corona. Hier ist ja der Kaabe Imperial 780 TDL FKKS und ja, Ausstattung ohne Ende zum Preis, wie er hier steht, 84.683 € und man muss es komplett sehen, 9,40 Meter lang, die Gesamthöhe sind 2,78 Meter, die Breite 2,50 Meter und alles über alles, die Karosserielänge sind 8,15 Meter. Und ich zeige noch einmal komplett, wenn du mal kurz mitkommst, bitte. Ja, wenn man ihn von außen gesehen hat, man muss ihn auch von innen sehen. Und ja, das Beste ist, man kommt mal auf eine Messe, wo Kaabe auch da ist. Für euch ist die Expo hier ganz wichtig, die Ausstellung der Kaabe-Salon? Ganz wichtig, natürlich haben wir auch in diesen Zeiten darüber gedacht, was machen wir. Aber wir haben gesagt, wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Oder wir weinen oder wir sagen, nein, wir sind positiv, wir geben Gas. Und das hat sich gelohnt. Das war eine ganz gute Entscheidung, dass wir hier auf der Caravan-Salon in Düsseldorf sind. Ja, sehr schön. Letzte Information, ab wo geht es denn los bei Wohnwagen, bei Kaabe? Also wahrscheinlich nicht nur bei knapp 100.000, ne? Nee, also glücklich nicht. Aber es fängt an bei 35.000 €. Genau, das sollte man investieren in einen echten Kaabe. Und du sagst, einmal Kaabe, immer Kaabe, oder? Immer Kaabe. Danke. Ja, Tschüss. sehr gerne. Danke.